Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Ihr habt eventuell schon mein Unboxing des iMac gesehen, des neuen iMac. Jetzt wollen wir uns nochmal genauer die Tastatur anschauen und natürlich auch die Magic Maus, die mitgeliefert wird. Das ist die Verpackung, so schaut sie aus und los geht's. Wir beginnen damit, dass wir das Ganze mal nackig machen. Dafür ziehen wir einfach hier außenrum diese Hülle ab. Es erscheint vor uns die Tastatur, die Magic Maus, wenn man denn nicht das Magic Trackpad gewählt hat. Und hier so ein kleiner Hinweis, das schauen wir uns noch genauer an. So, was haben wir hier drin? Man sieht schon, was zu lesen. Ist immer wunderbar. Also, wir bekommen ein Hallo mit einer kleinen Kurzübersicht, also welche Anschlüsse sind wo, welche Gesten kann man wie machen, etc. Wichtige Produktinformationen, ein paar potenzsteigernde Apple-Sticker, und so ein tolles Putztuch, ebenfalls mit einem Apple-Logo. Braucht man auch, denn der iMac ist beziehungsweise das Display ist sehr fingerabdruckanfällig. Gut, wir nehmen uns die Tastatur mal vor, nehmen die aus der Hülle. So, und schauen wir uns mal genauer an. Dafür zoome ich auch mal gerade ran. So, was wir hier sehen, ist die Rückseite. Natürlich mit einem dicken Apple-Logo, darunter ein paar Kennzeichnungen und wir sehen hier oben dieses lange runde Rohr. Das ist dafür da. Zum einen, um hier die zwei AA großen Batterien reinzutun und auf der anderen Seite schalten wir sie an. Deshalb der Power-Button. Ansonsten kann man dazu sagen, dass sie wirklich sehr stark ordentlich verarbeitet ist. Das hier hinten ist aus Kunststoff, das klebt so ein bisschen. Ansonsten ist das natürlich aus Aluminium gefertigt. Unibody muss man dazu sagen, und die Tasten sitzen wirklich alle unglaublich gut. Sie haben ein wunderbares Schreibgefühl, einen tollen Tastenpunkt und man hat ordentlich Platz zwischen den Tasten. Dazu kommen hier oben natürlich noch ein paar Funktionstasten. Ich gehe nochmal näher ran für euch, damit ihr euch die Tastatur ein bisschen näher anschauen könnt. So sieht es aus. Soweit stehen die Tasten raus. Sie haben einen wunderbaren Druckpunkt, das muss ich immer wieder wiederholen. Hier sehen wir die Funktionstasten, um natürlich heller oder dunkler zu machen, um die Musik zu steuern beispielsweise und das Ganze auch laut und leiser zu machen. Diese Taste ist natürlich total überflüssig, denn da wir kein optisches Laufwerk haben, können wir auch nichts auswerfen. Das geht dann nur, wenn wir uns natürlich für teuer Geld, wie man in Köln so schön sagt, das optische Laufwerk dazu kaufen. Als letztes haben wir die Magic Maus mit an Bord, mit der tollen Multitouch-Glas-Oberfläche. Schauen wir uns erstmal die Rückseite an, denn auch hier gibt es ein bisschen was zu erleben. Hier haben wir natürlich den Sensor, den jetzt aber nicht so spannend ist. Hier neben haben wir einen Punkt, das müssen wir anschalten, um die Magic Maus zu aktivieren. Danach leuchtet hier auch dieser grüne Punkt, den wir übrigens auch hier oben rechts irgendwo haben. Ich sehe ihn gerade gar nicht. Auf jeden Fall haben wir ihn auch, da ist er. Bei der Tastatur natürlich. Dann sehen wir immer, okay, das Ganze kann losgehen. Wenn wir hier diesen Button wegdrücken, nach unten, kommen wir zum Batteriefach und können natürlich auch hier neue Batterien einlegen, falls das Ganze dann mal leer ist. So sieht die Magic Maus aus. Ihr kennt sie wahrscheinlich schon, habt sie vielleicht schon mal im Apple Store gesehen. So in der Hand liegt sie echt unglaublich schlecht. Deshalb benutzt man sie eigentlich eher so, hält das so ein bisschen fest und macht dann hier seine Gesten, tanzt damit, was auch immer. Es fühlt sich sehr schön an, die Bedienung funktioniert auch dank der Gesten sehr praktisch. Die Oberfläche fühlt sich toll an. Trotzdem ist es eine Ungewöhnung, wenn man vorher diese normalen Windows-Tastaturen in der Hand hatte. Gut, ich glaube, viel mehr gibt es auch gar nicht zu sagen. Das ist das, was wir mitgeliefert bekommen, wenn wir denn nicht das Trackpad wählen. Ich lege es nochmal kurz zusammen, damit ihr einen Überblick habt. So viel dazu, so viel zu dem Unboxing. Macht es gut. Danke für eure Zeit. Ciao.